Tagebuch. Heute wurde ich geweckt von Omas liebreizender Kriegshornstimme und der Verkündung der totalen Apokalypse. Hier die Kurzfassung. Erneutes Rendezvous mit Balthasar von Bodeldung geplant. Offensichtlich lauern ernste Absichten zur Anbahnung einer höchst steifen und sterbenslangweiligen Beziehungsabsicht hinter Omas Stirn. Sie meint es ernst. Ich soll diesem Pfund Wurst von einem Möchtegernmann nochmal gegenübertreten, schick durchgekämmt, gepudert und gesalbt und mir seine unerträglich widerlichen literarischen Ergüsse anhören. Mir wurde spontan speiübel. Also, logischste Lösung, Flucht. In Style, mit Begleitung. Ich hab Holzchen eingesammelt, mein Allzweck-Kit. Muskeln, Lächeln, null Plan. Und zusammen Taverne, Bier, alles aus. Kurzurlaub von Patsy. Das war der Plan. Schön einfach. Und, zumindest in meinem Kopf, wunderschön. Holzi, hast du die Neuigkeiten gehört? Welche Neuigkeiten? Stadtgerüchte, Holzi, große Sache, riesig, Tamriel erschütternd. Boino hat den ersten Preis gewonnen. Pasti, das ist das Ende Hä? Ende von was? vom Leben. Der erste Preis, das klingt wie ein uralter Fluch aus Kalthafen. Vielleicht steht er jetzt unter Dämoneneinfluss oder schlimmer, er ist jetzt der Auserwählte. Quatsch, Holzi. Das ist ein Gewinn. Er wurde gefeiert. Die Leute haben gejubelt. Es gab Konfetti. Konfetti? Oh Gott, die Zerfallsfetzen des Seelenrisses. Ich wusste es. Es beginnt, wir sind verloren. Ich beneide dich manchmal, Holzi. Wirklich. In deinem Kopf läuft ein epischer Katastrophenfilm und in meinem läuft nur das Testbild und leises Wimmern. Pasti, wir müssen vorsichtig sein. Wenn Boino jetzt der Auserwählte ist, dann hat er bestimmt auch Kräfte. Vielleicht kann er Gedanken lesen oder Feuer spucken. Holzi, atme. Wenn du nicht sofort die Klappe hältst, sorge ich persönlich für dein Ende, ganz ohne Auserwählten. Okay. Ich sag ja gar nichts mehr. Kein Wort über den allmächtigen Boino, den Zerstörer der Welten, den... Oh, guck mal, da vorne ist endlich die Taverne. Oh Mann. Juhu! Glückwunsch zum ersten Platz! Gute Helden, guten Tag. Diese hat gesehen, dass ihr Fragen tragt, tief in eurem Herzen. Ihr sucht, vielleicht ohne zu wissen, wonach. Diese hat etwas, das helfen kann. Ein Tropfen Licht, vielleicht Klarheit. Welche Fragen? Meint sie Schmuck oder Deko oder ist das ein Codewort? Hört sich an wie eine Falle, nur mit hübscher Verpackung. Diese bietet nichts als ein Geschenk, ja? Etwas, das Klarheit bringen kann oder Stärke. Für manche eine neue Sicht auf das, was verborgen liegt. Was ist das? Medizin oder eher so Ritualzeug? Ich kenn mich nicht aus mit Dingsbums oder was das sonst ist. Es wird gewonnen aus Dingen, die nur bei hellen Monden gesammelt werden dürfen. Nur in Nächten ohne Namen, wenn der Zucker noch nicht redet. Es öffnet, was sonst tief schläft. Nicht jeder will das, aber manche brauchen es. Und was passiert, wenn man das nimmt? Das hängt davon ab, was in euch liegt. Erster Schluck bringt Glück. Zweiter bringt Kreativität. Dritter
Scharfe Krallen oder Überraschung. Nur wenige erinnern sich überhaupt. Und warum gibst du uns das? Weil ihr stehen geblieben seid. Das macht Sinn, oder? Ah, ja. Und wenn wir es nicht nehmen? Dann geht ihr weiter, wie zuvor, mit denselben Fragen. Welche Fragen? Na toll, jetzt habe ich Fragen. Ich bin verwirrt. Dann, was jetzt? Ich weiß nicht mal mehr, was die Frage war. Es ist keine Frage, die ihr mit Worten stellt, aber sie ist da, in euch. Ihr müsst nichts tun, wirklich nicht. Aber ihr seid stehen geblieben. Und das kostet nichts? Oder willst du am Ende unsere Seele oder so ein Quatsch? Diese gibt nur weiter, was sie selbst empfangen hat. Kein Preis, nur Entscheidung. Ich mag's nicht, wenn ich nix verstehe. Was, wenn wir genau deshalb hier sind, um eben nicht zurückzugehen? Herr, ich will nicht zurückgehen. Weißt du, Holzi, wenn wir nichts nehmen, vergessen wir das hier einfach irgendwann. Aber wenn wir es nehmen, erinnern wir uns vielleicht ewig oder halt nie wieder. Aber irgendwie fühlt sich das echter an als alles heute davor. Herr, ich hab nix kapiert von dem, was du gesagt hast. Aber du hast so geguckt, als wär's wichtig. Und wenn du dabei bist, bin ich halt auch dabei. Irgendwas? Kribbeln? Blitzer? Farben? Eher trocken. Föhn, nix passiert. Ich dachte, irgendwas in mir würde sich bewegen. Aber scheinbar ist da einfach nur Pause. Und die Katze hat sich auch verkrümelt, schön leise. Vielleicht sind wir der Traum. Vielleicht war sie nie wirklich da. Vielleicht sind wir nie wirklich da. Warte, was, wenn das Ganze hier gar nicht echt ist? Holzi, das sagte ich doch eben gerade. Ach so. Vielleicht sind wir schon längst eingeschlafen und das hier ist nur der letzte Rest von gestern. Boah, jetzt machst du mir Kopfweh. Himmel, ich will aufwachen und ein Met in der Hand haben. Siehst du, endlich reden wir über echte Dinge. Holzi, wenn du ein Tier wärst, wärst du ein Hämmerfuchs oder ein Dampfhamster. Ich wär Bison. Ein Bison ist ein starkes Rind. Ich mag Rind. Gibt gute Suppe. Aber wenn du Suppe bist, bin ich dann der Löffel oder der Tisch oder das Brot zum Tunken. Nein, doch, oder? Konfettivogel, ja. Du flatterst rum und hinterlässt Chaos. Aber irgendwie leuchtend. Irgendwas ist anders. Holzi, du kennst doch Flunnibälle, oder? Die springen, knallen, tun weh im Gesicht. Und jetzt ist mein innerer Flummi einfach ruhig. Und ich weiß nicht, ob das gut oder gruselig ist. Flummibälle brauchen ja auch Pause, weil sie sind ja viel unterwegs. Da ist er, Holzi, der Löffel. Er ist zurück, der Rückkehrer aus der Schublade der Wahrheit. Basti, die Frau in der Hecke, sie hat Augen wie Honig. Ich glaube, ich lieb sie. Oder ihren Schatten, oder was auch immer da leuchtet. Du warst immer da, stimmt's? In der Schublade der Fragen, im Suppendampf des Lebens. Jetzt bist du zurück. Sie nickt oder sie isst oder sie... ist das eine Kerze? Sag es mir, du heiliges Holz. Warum warst du weg? Was verheimlichst du mir, Löffel? Was bin ich? Weiches Fell und scharfe Klauen, hörst du sie im Traum im Jauern, sie
Was für ein Leben hier. Reise mit dem Zuckerstaub, wühl dich in das warme Laub, denn hier lernst du richtig fliegen, musst dabei nur stille liegen. Hier kriegst du Skoma, treib dich ins Koma. Die Monde kreisen, du gehst auf Reisen, auf Zucker schweben wir. Was für ein Leben hier. Lass dich einfach richtig fallen. Musst nicht denken und nur lallen. Hey, drehst dich um die ganze Welt. Mit Mondzucker bist du ein Held. Hier kriegst du Skoma. Hey, hier kriegst du Skoma. Treib dich ins Koma. Die Monde kreisen, du gehst auf Reisen. Auf Zucker schweben wir. Was für ein Leben hier. Hörst du das Schnurren? Oder ein Knurren? Wachst du auf, dann bist du leer. Luft und checkst rein gar nichts mehr. Dieser Trip war purer Shit und hinter dir schnurrt ein Cut-Shit. Hier kriegst du Skoma, treib dich ins Koma. Die Monde kreisen, du gehst auf Reisen. Zucker schweben wir. Was für ein Leben hier. Ich hab einen Streichelzoo gegründet. Innen? Wann? Patricia? Ach du Scheiße. Ich hab beschlossen, eine Kartoffel zu sein. Und weißt du was? Ich bin legendär im Ofen. Dieser spürt den Fluss der Schicksalssuppe. Hä? Gab's Suppe? Du bist wie ein überbelichtetes Foto, laut verschwommen und niemand will's aufhängen. Du hast alles gesehen, oder? Gib's zu. Du weißt, was passiert ist. Ich finde es bewundernswert, wie du ständig über dich hinauswächst, so wie Stimmel. Ich glaub, ich lieb's. Ich bin der Tropfen, der atmet, bevor man mich genießt. Ich weiß nicht. Es war die Katze. Der ist überall. Überall. Ich fühle mich wie ein Beilagensalat. Vertieft euch in mir. Ich bin der Barockkörper eurer Zukunft. Er atmet Wörter. Holt sie.
Er will uns einrahmen. Diese Macht ist nicht real, aber sie ist auch nicht falsch. Weißt du was? Ich sag einfach ja. Ich bin enttäuscht. Halt die Lyrik und spül ab, du Schwärmelappen. Bist du echt oder mein schlechtes Gewissen? Mach auf! Liebes Tagebuch, du erwartest jetzt bestimmt eine Story, Details, Romantik, vielleicht Drama. Tja, Pech, ich weiß nix. Keine Ahnung, null. Ich bin aufgewacht in einem Raum, der aussieht wie eine flauschige Apokalypse. Neben mir Holzchen, schnarchend, grunzend, vollkommen friedlich. Und ich lächel schräg, nicht aus Romantik, sondern weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mein Leben gegen ein paar Tiere und fragwürdigen Alkohol eingetauscht habe. Ritual? Normaler Pazitag? Wer weiß. Antworten? Keine. Fragen? Auch nicht mehr. Nur Kopfschmerzen und die schwache Ahnung, dass Holzchen und ich? Vielleicht? Ich sag nur, blöd wär's, wenn ja, und noch blöder, dass ich's nicht weiß. Vielleicht war's Magie, vielleicht nur Met. Was ich weiß, ich brauch Kaffee und einen Exorzisten oder einen Tierarzt oder beides. Und ehrlich, vielleicht war's gar nicht schlimm, vielleicht war's nur Mittwoch. Egal. Aber wer hat eigentlich dieses Licht in der Höhle angemacht? Weiches Fell und scharfe Klauen, hörst du sie im Traum im Jauen? Siehst du Augen, gelb, grün, blau, weißt du sicher ganz genau. Hier kriegst du Skoma, treib dich ins Koma. Die Monde kreisen, du gehst auf Reisen. Auf Zucker schweben wir, was für ein Leben hier. Reise mit dem Zuckerstaub, wühl ich in das warme Laub. Denn hier lernst du richtig fliegen, musst dabei nur stille liegen. Hier kriegst du Skoma, treib dich ins Koma. Die Monde kreisen, du gehst auf Reisen. Auf Zucker schweben wir, was für ein Eigenleben hier. Lass dich einfach richtig fallen, musst nicht denken und nur lallen. Drehst dich um die ganze Welt, mit Mondzucker bist du ein Held. Hier kriegst du Skoma, treib dich ins Koma. Die Monde kreisen, du
altes Schnurren oder ein Knurren. Wachst du auf, dann bist du leer, raffst und checkst rein gar nichts mehr. Dieser Trip war purer Shit und hinter dir schnurrt ein Katschit. Hier kriegst du Skoma, treib dich ins Koma. Die Monde kreisen, du gehst auf Reisen. Auf Zucker schweben wir, was für ein Leben wir. Moment. Hey, also, nur kurz zur Info. Ich nehme das Skoma-Dings nicht mehr. Also, wirklich nicht. Met, vielleicht. Ja? Nein? Doch, Met geht immer. Aber ich kann euch doch nicht so einfach in die Wildnis entlassen. Nein, es ist bald Weihnachten und Silvester und Party und oh nein, die Familie kommt und Kuschelzeit und oh, Stress. Ja, genau. Also, wir wollen uns bedanken für eure Treue, eure Geduld, euren Humor oder eure Verzweiflung. Bleibt gesund, bleibt fröhlich und rutscht ins neue Jahr, aber bitte ohne zu stolpern. Oder doch stolpern? Ist auch okay. Man lernt Leute kennen beim Fallen. Genau. Genau! Und jetzt, Trommelwirbel, ein besonderer Dank geht an Nicoletta. Ja, genau, an dich. Weil du ein ganz besonderer Mensch bist. Oder eine Katze? Bist du eine Katze? Ja? Nein? Ist egal, ich mag beides. Warte. Oder lieber doch nicht. Danke für deinen Support und dafür, dass du unsere schrägen Geschichten auf Twitch verbreitest. Hä? Wer ist Nicoletta? Und was ist Blitz? Holzi, das ist ein Fan, eine Zuschauerin, eine Streamerin. Also jemand, der uns zuguckt, wie wir existieren. Ich verstehe nicht, was du meinst. Schon gut, Holzi. Es ist einfach nur eine weitere Mieze in deinem Leben. Ach so. Warte, was? Egal. Und jetzt aufstehen. Ihr da. Ja, du und du. Und der da, der so tut, als wäre er nicht da. Ich meine euch alle. Ich stehe doch schon. Nicht du, Holzi, die Zuschauer. Welche Zuschauer? Oh Mann. Also, wir tanzen jetzt. Zusammen. Alle. Ja? Nein? Doch. Ich mach vor, ihr macht nach. Das ist das Prinzip. Genau. Erstmal aufwärmen. Strecken, Hüfte schwingen. Muss das sein? Ja, Holzi. Und alle anderen auch. Wer nicht mitmacht, bekommt von mir schlichte Witze zugeschickt. Und zwar jeden Tag. Und jetzt los. Hüfte, Schwung. Ja, genau. Sehr gut. Verschnaufpause. Langsam. Super. Und wieder. Hüfte rechts, Hüfte links. Wartet, wartet, wartet. Und los, schneller. Tanzen, tanzen. Und Holzi, mitmachen. Ich mach doch. Stellt euch vor, ein Skelett rennt hinter euch her. Ja, genau so. Weiter.
Okay, wieder langsam. Genau. Gleich kommt die nächste Stufe. Und wartet, wartet. Jetzt los. Wow, ihr seid toll. Ich bin stolz auf euch. Und halt. Verschnaufpause. Langsam. Super. Wartet, wartet. Jetzt wird's flotter. Für die Jungen, die Junggebliebenen und natürlich mich. Bereit und los. Großartig, danke. Ihr wart fantastisch. Bis nächstes Jahr. Oder morgen. Oder gleich. Oder nein, doch nicht. Halloween ist Holzi. Mhm. Und ich bin der Kaiser von Cyrodiil. Ernsthaft. Nice. Nice. Heute ist Mieze. Das ist cool.